Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video unserer neuen Reihe Maschinenraum mit dem Titel Turnierplanung mit Tournament. Bevor wir uns mit dem Thema des Videos ein bisschen beschäftigen, möchte ich euch erst erklären, in was es in dieser Reihe Maschinenraum geht. Wir werden jetzt hier in dieser Reihe kein Gameplay zeigen, sondern so ein bisschen versuchen, Sachen von Legends und um Legends zu erklären. Und in dem ersten Video hier beschäftigen wir uns damit, wie man so ein kleines Legends-Turnier mit Hilfe einer Turnierplanungssoftware optimal organisieren kann. Wir werden versuchen, im Laufe dieses Videos ein komplettes Turnier in weniger als 90 Minuten durchzuspielen, also angefangen von dem Festlegen des Turniers und der Eingabe der Mannschaften, dann Eingabe der ganzen Ergebnisse und so weiter und das Ganze abschließen mit dem finalen Resultat. Das alles wollen wir versuchen innerhalb von 90 Minuten hinzubekommen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Bevor wir uns mit der Software selber beschäftigen, brauchen wir natürlich erstmal eine Idee für ein Turnier. Und da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich ein Turnier gestaltet, das nennt sich Schlachtfest 25. Wir gehen hier mal kurz durch die Regeln durch. Also es soll ein Turnier sein für 16 Teilnehmer. Es soll normalerweise Best of 3 gespielt werden. Wir wollen eine Vorrunde haben mit jeweils 4 Gruppen, in denen natürlich dann jeweils 4 Mannschaften spielen. In der Vorrunde soll jede Mannschaft gegen jede Mannschaft antreten, also Round Robin. Es wird eine Wertung geben für die Gruppe, bei der jede gewonnene Begegnung einen Punkt bekommt. Und zusätzlich bekommt man noch für jeden Sieg in einem Spiel einen weiteren Punkt. Das heißt, gewinnt man eine Begegnung mit 2:0, bekommt man 3 Punkte. Das gleiche gilt natürlich auch bei 2:1, aber da bekommt dann eben auch der Verlierer einen Punkt. Weiterhin sollen die besten 2 Mannschaften jeder Gruppe in die Endrunde kommen. Und die Endrunde sieht dann so aus, dass da 8 Mannschaften spielen werden. Es wird in einem K.O.-System, also Single Elimination, gespielt. Viertelfinale und Halbfinale sind dann wieder Best of 3. Und wir spielen das Spiel um Platz 3 und das Finale dann Best of 5. Das Ganze soll stattfinden auf Tier 7 und gespielt wird 7 gegen 7. Wenn man so ein Turnier hat, braucht man natürlich auch teilnehmende Mannschaften und wir haben hier ein illustres Teilnehmerfeld von insgesamt 16 Teams. Ähnlichkeiten mit real existierenden Flotten sind natürlich rein zufällig, gehen wir einmal kurz durch. Wir haben da die Hafenkneipe, wir haben die Sons of Damocles, die Lame Armada, die Meerjungfrauen Bismarck Gaming, die Pandas Marines, die Detonators Massive Impact, Shame of the Ocean, die Weiberflotte Usedom, Skill Issues, Bored to Death, Will to Rebuild, Nebelwand, die Killer Queens und No Pen. Jedes Team hat natürlich auch wie üblich sein eigenes Flottenkürzel und sein Logo. Wir werden jetzt also soweit mit der Eingabe unseres geplanten Turnieres, unseres Demo-Turniers in eine Turnierplanungssoftware zu beginnen. Da stellt sich natürlich zuerst einmal die Frage, warum sollten wir das überhaupt machen? Und wir haben es in vergangenen Turnieren schon erlebt, dass wenn man versucht, so ein Turnier mit Papier und Bleistift oder Excel oder welchem Tool auch immer zu organisieren, dass da Fehler passieren können. Man verrechnet sich bei der Punktebewertung, man setzt Runden falsch auf und hat zum Beispiel in einer Schweizer Systemrunde doppelte Paarungen, die schon mal gespielt worden sind und so weiter. Und all diese Probleme kann man vermeiden, indem man eine Turnierplanungssoftware benutzt. Der zweite Aspekt ist, dass es eigentlich mit einer Turnierplanungssoftware auch viel einfacher und schneller geht. Und genau das möchte ich euch jetzt in dem folgenden Video zeigen. Die Turnierplanungssoftware, die wir einsetzen werden, heißt Tournament. Die Software ist frei verfügbar. Es dauert nur wenige Minuten, sich da einen Account zu erstellen und das ist auch genau das erste, mit dem wir anfangen wollen. Hier auf der Folie findet ihr den Link zu der Turnierplanungssoftware. Das alles ist natürlich online, das ist webbasiert. Man braucht also keine Software zu installieren und kann sofort loslegen, nachdem man seinen Organisatoren-Account angelegt hat. Und das ist das erste, was wir jetzt
tun wollen. Nachdem wir die Webseite aufgerufen haben, klicken wir rechts oben auf den Button Organize. Dann kommt der Login-Dialog. Ich habe natürlich einen Account, aber ich drücke unten auf den grünen Knopf, um einen neuen Account anzulegen. Da muss man hier ein paar Daten ausfüllen, zum Beispiel First Name, Last Name. Ich habe das ganze Frontend übrigens auf Englisch eingestellt. Das geht natürlich auch auf Deutsch. Hier geben wir als Land Deutschland ein. Organisation ist die Hafenbar. Dann braucht man noch eine E-Mail-Adresse. Die ist leider nicht optional, das heißt, man muss für alles, was man tut, immer eine E-Mail-Adresse angeben. Man kann sich natürlich einfach eine Dummy-Adresse besorgen, die man nur für diesen Zweck verwendet. Dann muss man ein Passwort festlegen, ja, eine kleine Rechenaufgabe lösen, damit das System weiß, dass wir kein Roboter sind. Wir müssen den Terms of Service zustimmen und bestätigen, dass wir über 16 sind, beziehungsweise das Einverständnis der Eltern haben. Und dann können wir uns anmelden. So, der nächste Schritt, den wir machen müssen, ist unsere E-Mail-Adresse zu verifizieren. Das geht, indem man sich eine Verification-E-Mail zusenden lässt. Wir machen jetzt hier zunächst mal unser E-Mail-Programm auf. Dazu habe ich hier schon mal einen Link vorbereitet. Sehen wir dann hier, sind wir im Posteingang. Das ist nicht die E-Mail, die wir brauchen. Das kommt aus einem vorherigen Account anlegen für einen Spieler-Account. Wir müssen also jetzt hier erstmal auf Resend Validation E-Mail klicken. Das ist ein bisschen irreführend. Das ist kein Resend, sondern das ist das erste Mal. Und anschließend kommt man in diesen Dialog. Da darf man sich nicht von irritieren lassen. Das ist der Dialog, um das Passwort zu ändern, was wir aber gar nicht tun müssen, denn wir haben ja das Passwort gerade erst gewählt. Also beziehungsweise ist das der Dialog zum E-Mail ändern, da muss man dann das alte Passwort eingeben. Wir müssen einfach nur einmal auf diesen Resend-Button drücken und dann anschließend zurückgehen. Dann gucken wir jetzt hier mal in die E-Mail rein und in der E-Mail ist ein Link drin, mit dem wir dann unsere E-Mail-Adresse für den Account bestätigen können. Das machen wir jetzt hier einmal und können das Fenster dann noch im Prinzip gleich wieder zumachen, gehen hier zurück und sehen jetzt, dass der Organizer-Account freigeschaltet ist und wir jetzt im Prinzip loslegen können, damit das erste Projekt zu starten. Wir fangen jetzt nochmal von vorne an, denn ich möchte dafür meinen eigentlichen Hauptaccount benutzen. Wir loggen uns also ein und sind wir jetzt hier. Und danach sind wir wieder in der gleichen Ansicht wie eben bei dem neuen Account. Man kann übrigens die Sprache umstellen. Ich stelle immer auf English UK, damit wir einen europäischen Kalender haben, und danach benutzen wir die Funktion Create Project und geben einen Projektnamen ein, Showcase. Ein Projekt ist im Prinzip eine Sammlung von Turnieren, die unter eine bestimmte Kategorie fallen. So, wir sind jetzt dabei, unser erstes Turnier anzulegen. Mit dem Button Create Tournament werden wir das tun. Wir müssen einen Turniernamen festnehmen, in dem Fall hier Schlachtfest 25, und danach müssen wir eine Disziplin auswählen. Ich wähle da Generic Discipline, und weil es keine spezifische Legends-Disziplin gibt, dann brauchen wir die Plattform, auf denen das Spiel verfügbar ist. Dann nehmen wir jetzt hier die gängigen Konsolen. Wir legen die Turniergröße mit 16 Mannschaften fest, können die Zeitzone einstellen und dann drücken wir den Button Create, um unser Turnier anzulegen. Wir sind dann auch auf der Übersichtsseite und da gibt es hier zum Beispiel so eine Art Fortschrittsleiste, wie weit das Turnier ist. Hier kann man die Teilnehmer sehen. Dann haben wir hier Angaben zur Struktur, zu den Registrierungen. Es gibt einen Knopf, um die öffentliche Turnierseite aufzurufen, und auf der linken Seite finden wir die Einstellmöglichkeiten für unser Turnier. Als nächstes müssen wir ein paar allgemeine Einstellungen im Turnier vornehmen. Da gehen wir auf die Seite Settings und dann General. Hier haben wir dann die Seite General. Zunächst können wir da zum Beispiel einen vollständigen Namen angeben. Disziplin haben wir schon, Plattform haben wir auch schon. Als Organisator können wir einen Namen angeben und vielleicht auch eine Webseite, wenn vorhanden. Die Teilnehmer haben wir schon beim Anlegen festgelegt, die Anzahl. Wir stellen noch ein, dass über das Internet gespielt wird. Wir wählen jetzt noch ein Land aus und dann sollte man natürlich ein Startdatum für das Turnier einstellen. Wir nehmen da Freitag, den 5. September. Man sollte auch ein Enddatum festlegen. Das ist dann jetzt hier in unserem Fall der 7. September und die Zeitzone hatten wir ebenfalls beim Anlegen schon eingestellt. Dann kann man hier auf der Seite Details noch ein paar allgemeine Beschreibungen zu seinem Turnier eintippen. Zum Beispiel legen wir hier
fest, dass es ein Demo-Turnier ist. Wir schreiben ein paar ganz rudimentäre Regeln hier rein. Und das ist jetzt wirklich sehr rudimentär. Und dann kann man hier noch eingeben, wenn es Preise zu gewinnen gibt, was diese Preise wären. Wir spielen hier nur für die Ehre, also schreiben wir das entsprechend dann da rein. Und dann gibt es auf der nächsten Seite die Möglichkeit, Kontaktangaben zu machen. Da sollte man hier zum Beispiel eine E-Mail-Adresse angeben, falls jemand Fragen zum Turnier hat, und hat noch hier die Möglichkeit, einen Discord-Link einzugeben. Dann muss man das Ganze mit Update speichern und wir gehen auf die Seite Appearance. Da kann man ein Logo einstellen für sein Turnier, das dann auf den Seiten benutzt wird. Das werden wir jetzt auch mal tun. Wir haben ja ein schönes Logo für unser Turnier entworfen. Das Schlachtfest-Turnier, da kann man hier auch noch ein bisschen beschneiden, das Logo, falls erforderlich. Werden wir jetzt hier auch mal machen. Cutten das so ein bisschen, dass es genau in den Rahmen reinpasst. Und dann können wir hier mit Update das Logo entsprechend hochladen und einstellen. Als nächstes hätten wir die Seite Disziplin. Da kann man hier jetzt nichts einstellen. Dann muss man allgemeine Einstellungen für ein Gefecht machen. Da sagen wir hier zum Beispiel, dass den Teilnehmern erlaubt wird, das Ergebnis selber einzutragen. Da sagen wir mal ja. Dann kann man ein allgemeines Format für die Spiele festlegen. Da sagen wir hier, wir wollen Best-of spielen, so wie in unseren Regeln festgelegt. Also eigentlich ist Best-of und Fixed Games sind die zwei Sachen, die man in der Regel braucht. Wir legen fest, dass wir Best-of-3 spielen und dass das Gefecht zu Ende ist, wenn das abgeschlossen ist, wenn 2 Siege erfolgt sind. Und wir wollen festlegen, dass das Ergebnis resultatsbasiert ist. Das heißt, das Ergebnis des Gefechts ergibt sich aus dem Ergebnis der einzelnen Spiele. Dann drücken wir wieder Update, um die Sachen zu speichern. Als nächstes die Seite Registration. Hier kann man einstellen, dass die Teilnehmer sich online für ein Turnier registrieren dürfen, und wir stellen das mal ein und sagen, dass die Zeit, wo die Registrierung beginnt, der 29.08. 0 Uhr ist, und wo die Registrierung endet, ist der 31.08. um 0 Uhr, und dann kann man noch 22 Uhr legen wir jetzt hier fest, und man kann noch eingeben, wie viele Teilnehmer sich maximal registrieren sollen dürfen. Wenn man das leer lässt, ist es unbegrenzt. Man kann noch sagen, ob Teilnehmer automatisch akzeptiert werden, wenn sie sich registrieren, oder ob das der Organisator manuell macht, ob sich nur permanente Teams registrieren dürfen oder auch temporäre, und ob E-Mails versendet werden an den Organisator, wenn sich jemand anmeldet. Das kann man dann hier mal auf Ja stellen. Dann kann man hier noch verschiedene Nachrichten einstellen. Das wollen wir nicht tun. Und dann drücken wir auf Update, um das Ganze zu speichern. Auf der Seite Teilnehmer können wir jetzt festlegen, ob wir einen Check-in machen wollen. Check-in ist im Prinzip nochmal so eine zweite Anmeldung, wo der Teilnehmer explizit bestätigt, dass er an dem Turnier auch tatsächlich teilnimmt, und man muss festlegen, wie groß ein Team ist. Wir stellen jetzt hier eine Teamgröße von 1 bis 15 ein, drücken mal auf Update. Ich sage nachher noch kurz, warum wir 1 als minimale Größe gewählt haben. Hier kann man noch benutzerdefinierte Felder für Teams und Spieler einstellen und Sprachen festlegen. Wollen wir aber jetzt in unserem Fall gar nicht tun. Vielleicht erkläre ich kurz was zu den Teilnehmergrößen. Wir haben hier 1 eingestellt, obwohl wir natürlich 7 gegen 7 spielen. Macht ja eigentlich keinen Sinn. Und der Grund dafür ist, dass wir, wenn wir eine Teilnehmergröße festlegen, dass dann nur Teams sich anmelden können, die auch entsprechend viele Spieler im Kader haben. Und weil wir es auch erlauben wollen, dass sich nur der Teamkapitän anmeldet an Tournament und dann vielleicht auch nur sich selbst in eine Mannschaft hineinpackt, dann könnte er sich nicht anmelden, wenn wir zum Beispiel die minimale Teilnehmeranzahl auf 7 oder so einstellen. Deswegen stellen wir die auf 1 ein, und dann dürfen sich auch Teams anmelden, bei denen zum Beispiel nur eine Person einen Tournament-Account hat. Denn wenn man sonst ein Team mit Spielern bestücken will, muss jeder Spieler einen Tournament-Account haben und muss dem entsprechenden Team beitreten. Das wollen wir natürlich nicht. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass
diese ganze Registrierung natürlich auch optional ist. Das heißt, der Organisator kann auch immer hergehen und kann die Teams mit der Hand eintragen, ohne dass sie sich elektronisch registriert haben. Und wollen wir später dann auch entsprechend tun. Das zeige ich dann im nächsten Abschnitt. Als nächstes wollen wir die Struktur für unser Turnier festlegen. Dazu gehen wir hier drüben auf den Menüpunkt Structure und können jetzt hier eine neue Etappe, Stage, erstellen. Dazu drücken wir auf das Plus. Es gibt grundsätzlich 2 Arten, nämlich Free for All und Duel. In Legends wird grundsätzlich Duel gewählt, weil wir immer ein Team gegen ein anderes Team spielen. Dann gibt es hier verschiedene Typen, klassische K.O.-Runden, Double Elimination, Round Robin oder auch Liga und Schweizer System. Wir entscheiden uns nach unserer Ausschreibung natürlich dann für Round Robin. Das ist so eine klassische Vorrunde, wie man sie aus Weltmeisterschaften, Fußball-Weltmeisterschaften zum Beispiel kennt. Man muss die Nummer dieser Etappe einstellen. Wir haben hier die Etappe 1, kann einen Namen vergeben, muss natürlich die Größe festlegen, weil alle Teilnehmer in die Etappe reinkommen sollen, wählen wir 16 und dann wählen wir noch die Anzahl der Gruppen, in die gespielt werden soll. Das ist hier bei uns 4. Auf der Seite Advanced können wir dann feststellen, wie das im Detail ausschaut, wie zum Beispiel die Gruppen zusammengesetzt werden. Da gibt es verschiedene Methoden, wie die Gruppe aus der Setzliste bestückt werden. Ich werde vielleicht mal in einem extra Video erklären, wie diese verschiedenen Methoden sich unterscheiden. Wir wählen allerdings hier die Methode Bracket Optimize, die letzte. Das stellt sicher, dass die Setzlistenplätze 1 und 2 dann in der anschließenden K.O.-Phase erst im Finale aufeinandertreffen können. Das ist der Sinn dieser Methode. Man kann noch Pairing einstellen, Round Robin oder Double Round Robin mit Rückspiel. Wir stellen hier die Regeln für die Punktvergabe ein. Bei uns gibt es einen Punkt für das gewonnene Match und der Spielscore wird dann auch noch mit drauf addiert, so wie wir das ja auch in unserer Ausschreibung erklärt haben. Dann kann man hier noch ganz viele Optionen wählen, um Punktgleichstände aufzulösen und dann entsprechend trotzdem eine Rangliste herzustellen. Die kann man sich alle mal in Ruhe durchlesen und versuchen für sich die besten rauszufinden. Wir lassen das weg und drücken jetzt hier erstmal gleich dann auf Create, gucken hier nochmal, wie wir die Teilnehmer platzieren. Man sollte grundsätzlich die Teilnehmer nicht automatisch platzieren lassen, sondern das immer mit der Hand machen. Und für das Match wählen wir das Format, das das Turnier vorgibt, also in dem Fall Best of 3. So, dann kann man hier anschließend nochmal gucken, was passiert ist. Man kann hier zum Beispiel nochmal auf Configure drücken, um sich die Gruppe nochmal anzuschauen. Können wir hier nochmal reingehen. Man kann jetzt auch hier oben für jede Gruppe und dann innerhalb der Gruppe auch für jede Runde Einstellungen verändern. Zum Beispiel hier wie gepaart wird oder wie diese Runde oder diese Gruppe benannt wird oder ob in dieser Runde oder Gruppe unterschiedliche Einstellungen für die Matches gelten. Wir wollen das jetzt hier gar nicht machen, sondern wir lassen das alles so, wie es ist. Wenn man auf Deutsch das Frontend hat, werden die Namen dann hier auch entsprechend deutsch gewählt. Das heißt, das ist dann Runde 1 und Gruppe 1. Wir haben jetzt auf Englisch eingestellt haben. Beim Erstellen dieser Etappe sind die Namen alle auf Englisch. Ja. Und wenn man jetzt hier irgendwas geändert hat, kann man abspeichern oder man geht eben hier zurück. Wir machen gleich weiter und legen die zweite Etappe, nämlich die Endrunde an. Da haben wir hier wieder ein Duell und diesmal wählen wir Single Elimination. Wir stellen die Etappennummer eines 2. Wir legen fest, dass die Etappe für 8 Mannschaften ist. Wir wollen ein Spiel um den 3. Platz einstellen. Das kann man hier dann über diese kleine Box tun. Wir könnten einen Threshold festlegen. Threshold ist quasi, dass man am Ende dieses diese K.O.-Phase das kappt, weil man nur eine bestimmte Anzahl von Teams braucht, die weiterkommen. Brauchen wir jetzt hier nicht. Man kann die Teilnehmer automatisch platzieren lassen, das wollen wir auch nicht. Und wir wollen auch hier, dass wir das vorgegebene Matchformat erstmal benutzen. Das kann man natürlich dann anschließend noch ändern und das werden wir jetzt auch mal tun. Wir werden in dieser Gruppe ein bisschen mehr konfigurieren in dieser Etappe. Wir stellen also jetzt hier mal ein, dass wir die
Runde 1, dass wir der einen anderen Namen geben. Wir nennen diese Runde jetzt einfach mal Quarterfinals und ansonsten muss man jetzt für diese Runde hier weiter nichts ändern. Da haben wir also nur einen neuen Namen gewählt. Das werden wir jetzt wiederholen, dann für die Runde 2. Das ist dann das Semifinal. Das erstellen wir dann hier nochmal als Name ein. Das ist ein bisschen falsch geschrieben, das macht aber nichts. Und sagen dann hier wieder Update, um das zu speichern. Und für die letzte Runde, Runde 3, da sind natürlich 2 Spiele drin, nämlich das Finale und das Spiel um Platz 3. Und das werden wir jetzt hier beides einstellen. Und wir wollen natürlich festlegen, dass diese Runde mit einem anderen Matchformat gespielt wird. Dann wählen wir jetzt hier wieder Best of und stellen jetzt aber 5 Spiele maximal ein und wählen wieder resultatsbasierte Wertung und speichern das Ganze mit dem Update-Knopf ab. Jetzt können wir nochmal einen Blick auf das Ergebnis werfen und sind im Prinzip auch mit der K.O.-Runde schon fertig. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie sich jetzt ein Team anmelden kann. Dazu gehen wir zunächst mal auf die Overview-Seite, schauen uns noch mal ein bisschen um und da sehen wir, dass wir oben rechts auch einen Knopf haben, der heißt Public Page. Da gehen wir jetzt mal drauf und das ist im Prinzip die Seite des Turniers, bei der man dann auch die Anmeldung für das Turnier vornehmen kann. So sieht die aus und wir sehen da drüben auch Registration Open. Wir sehen hier ein paar Daten zum Turnier und können uns jetzt hier erstmal anmelden und wir nehmen dazu jetzt einen Account, auf dem ich schon ein Team vorbereitet habe, nämlich die Hafenkneipe, die sich anmelden möchte. Gehen wir mal hier rein, loggen uns ein und sehen dann hier, dass wir diesen Knopf dann freigeschaltet haben. Dadurch, dass wir jetzt angemeldet sind, drücken den mal und können jetzt hier sagen, wir möchten uns für dieses Turnier registrieren, indem wir da auf das Register drücken. Dann stellen wir jetzt hier ein, ob wir ein temporäres Team registrieren möchten. Das möchten wir jetzt in dem Fall nicht. Oder ein festes Team, weil wir schon eins zusammengestellt haben. Und das machen wir jetzt hier. Und wir sehen jetzt hier, das ist das Hafenkneipe-Team mit einem Mitglied. Und das ist auch der Grund, warum ich das eingestellt habe als minimale Teilnehmerzahl 1, dass wir nämlich auch Teams mit einem Spieler nur anmelden können. Dann muss ich hier noch die Regeln des Turniers akzeptieren und kann meine Anmeldung abschicken. Dann sehe ich hier nochmal eine Zusammenfassung und kann dann aber wieder zurückgehen auf die Turnierseite. So sieht also eine Registrierung für ein Team aus. Das ist relativ einfach, setzt aber natürlich voraus, dass ich schon ein fixes Team konfiguriert habe. Wir können jetzt hier uns auch ein bisschen umschauen. Wir sehen jetzt hier also, kann man schon sehen, wie das Turnier strukturiert ist, was für Teilnehmer sich gegebenenfalls schon angemeldet haben. Man sieht auch hier die Spiele. Es sind natürlich noch keine Teilnehmer den Spielen zugeordnet. Die Teilnehmerliste. Man kann nochmal einen Blick auf die Regeln werfen und es gibt auch einen Abschnitt da unten für Streams und Videos, der allerdings noch leer ist und den man auch mit dem Basis-Account gar nicht benutzen kann. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie ein temporäres Team angemeldet wird. Dazu melden wir uns zunächst mal ab aus dem Spielerbereich, rufen dann die öffentliche Seite des Turniers erneut auf und loggen uns jetzt mal mit einem anderen Account ein. Dieser Account hier, der hat kein Team konfiguriert und dementsprechend können wir auch keins anmelden, sondern müssen dann für eine Registrierung ein temporäres Team benutzen. Und das werden wir jetzt mal tun. Wir gehen hier wieder auf die Registrierungstaste, dann Register to the Tournament und wir versuchen jetzt als nächstes dann ein temporäres Team zu registrieren. Das geht mit dem Knopf hier oben, drückt man einfach drauf und muss dann die Spielerinformationen mit der Hand eingeben. So, und dann macht man das hier entsprechend, nennen unser Team die Schlechter. Der Spielername ist dann hier einfach Paul Panzer. Und ich glaube, dass die E-Mail-Adresse ist, glaube ich, Pflicht, aber ich könnte mir denken, dass man immer die gleiche benutzen kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein ganzes Team anmelden will. Dann muss man die Regeln wieder akzeptieren, kann die Registrierung abschicken. Und damit ist unser
zweites Team für dieses Turnier registriert. Wir haben jetzt hier bewusst ein Team genommen, das wir dann später auch gar nicht zum Turnier zulassen wollen, damit ihr auch mal seht, wie der Veranstalter dann so ein Team entsprechend auch ablehnen kann. Wir gucken jetzt hier mal kurz bei Activities dann von diesem Team rein, von diesem Account rein, und da sehen wir, dass hier noch nichts zu sehen ist, weil eben unsere Registrierung noch nicht akzeptiert worden ist. Als nächstes schauen wir mal an, wie die Registrierung jetzt aus Organisatorensicht ausschauen. Dazu laden wir die Seite jetzt erstmal neu und gucken uns danach hier die Übersichtsseite an. Da sehen wir, dass hier 2 Registrierungen sind und sehen die entsprechenden Teamnamen. Wir können die dann auf der Seite Registrations List bearbeiten. Hier sehen wir die 2 Teams, die sich angemeldet haben. Dann gibt es da hinten jeweils so ein Häkchen hinter dem Namen. Das Grüne ist natürlich dann zum Akzeptieren der Registrierung, und das wollen wir bei der Hafenkneipe machen, und die schlechter, dieses Team lehnen wir ab. Deswegen machen wir hier dann Refuse. So, damit sind diese 2 Registrierungen auch schon bearbeitet, und wir können dann mal schauen, was das jetzt für die Teilnehmer bedeutet, wenn wir mal in die Teilnehmerliste unseres Turniers schauen. Wir sehen natürlich auch auf der Übersichtsseite, dass wir jetzt keine offenen Registrierungen mehr haben und eine Mannschaft, die bereits teilnimmt. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal aus der Sicht des Spielers an. Wie sieht das dort aus? Wir gehen jetzt hierzu dann mal in den Account von der Hafenkneipe. Die haben wir hier mit der E-Mail-Adresse erstellt, und da sehen wir, wir haben eine Benachrichtigung, nämlich, dass unsere Registrierung jetzt akzeptiert worden ist. Und wenn man jetzt in die Activities hier mal reinschaut, dann sieht man, dass wir hier also ein Turnier haben, an dem wir teilnehmen, und das ist hier das Schlachtfest 25. Sehen wir hier, bekommen wir hier angezeigt, und wir können jetzt auch hier zum Beispiel uns auch wieder abmelden und können dann mal auf dem anderen Account nachschauen. Da sehen wir dann auch eine Benachrichtigung, und wir sehen hier, dass unsere Registrierung abgelehnt worden ist, und dementsprechend nehmen wir auch hier an keinem Turnier teil. Ja, ist eigentlich ganz einfach, und wir melden uns dann entsprechend auch von dem Spieler-Account wieder ab. Als nächstes schauen wir uns an, wie man so ein Team bearbeiten kann. Dazu gehen wir wieder in Participants rein und danach auf den Punkt List. Da sind also die teilnehmenden Mannschaften aufgelistet, und wir sehen jetzt hier, dass wir die Mannschaft Hafenkneipe ja jetzt hier schon drin haben, weil wir deren Registrierung akzeptiert haben, und wir können jetzt hier oben auch weitere Mannschaften als Teilnehmer hinzufügen, aber wir wollen mal unser Team bearbeiten, indem wir jetzt hier zum Beispiel unser Teamlogo einstellen. Gehen wir mal hier rein und wählen das Logo der Hafenkneipe und stellen dann hier dieses Rähmchen auf die richtige Größe, das Logo schön angezeigt wird, und wählen dann Apply und können jetzt hier auch mal ein Update machen, um zu sehen, wie das Ganze dann in der Liste ausschaut. Aber jetzt hier mal Update und Back, geht dann gleich auch in die Liste zurück, und wir sehen, dass das Logo dann hier schön angezeigt wird. Aber wir wollen noch weitere Sachen bearbeiten, nämlich die Spieler des Teams. Wir sehen hier, dass alle Spieler da sind, und wir können jetzt für die Spieler, die noch nicht namentlich genannt sind, können wir also jetzt Namen hier eintragen. Denn wir haben ja das Team mit nur einem Spieler angemeldet und können jetzt hier die Namen der weiteren Spieler ergänzen. Hier muss man auch überhaupt gar keine E-Mail-Adresse angeben. Kann man einfach so machen. So, damit haben wir unser erstes Team jetzt mal fertig bearbeitet, und wir wollen jetzt im nächsten Schritt einfach mal schauen, wie man dann weitere Teams hinzufügt, die sich nicht registriert haben. Dazu drücken wir hier oben in der Teilnehmerliste einfach auf den Button Add und können jetzt die Daten eines Teams hier eintragen. Wir nehmen jetzt mal das zweite Team von unserer Teilnehmerliste, die Sons of Damocles, können dann hier wieder die Daten dieses Teams eintragen, wählen jetzt hier auch das Logo für dieses Team aus. Das ist hier Soda, das ist ja das Team-Tag. Das stellen wir jetzt hier also ein, wählen wieder dieses Rähmchen so, dass es von der Größe her gut passt, und können dann hier auch wieder Spieler 1 bis 15 eintragen, und da unten mit dem Knopf Add fügen wir dieses Team jetzt einfach hinzu. So,
das ist eigentlich alles, was man zum Einfügen eines neuen Teams machen muss. Kann dann später auch noch die Namen nachtragen, so wie das bei Hafenkneipe passiert ist. Aber es gibt, wem das noch zu lange dauert, noch einen anderen Weg. Man kann hier nämlich auf Fill All drücken und damit belegt man das komplette Teilnehmerfeld quasi erstmal mit Dummy-Teams. Die sind einfach durchnummeriert, annehmend 3, 4, 5 und so weiter, und die enthalten auch jeweils die minimale Anzahl an Spielern. Und jetzt kann man hier über den Menüpunkt Edit All einfach in dieser Liste hier die ganzen Teams untereinander bearbeiten. Ich habe jetzt hier natürlich parallel eine Liste mit den ganzen Teamnamen, die ich jetzt hier relativ schnell dann reinkopieren kann. Aber ihr seht schon, dass das Anlegen von solchen Teilnehmerlisten relativ zügig geht. Man kann jetzt hier natürlich nur jeweils den Teamnamen festnehmen. Wenn man also wirklich ganz rudimentierend Turnier organisieren will und Spielernamen und sowas nicht weiter wichtig sind, dann kann man das hier natürlich ganz einfach über diese Funktion machen. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dann später diese Teams noch weiter zu verfeinern, indem man zum Beispiel Logos hochlädt oder dann die einzelnen Spieler des Teams eingibt. Aber auf die Art und Weise hat man erstmal ein Teilnehmerfeld sehr schnell mit entsprechenden Teams gefüllt und wir haben jetzt unser Turnier also schon voll. Als nächstes ergänzen wir für die 14 Mannschaften, die wir jetzt hier im Schnelldurchgang dazugefügt haben, noch ein paar Details. Das Ganze lasse ich in etwas schnellerer Geschwindigkeit ablaufen, weil das natürlich potenziell eher langweilig ist. Ich würde also jetzt hier die ganzen Logos hochladen und auch den Bildausschnitt der Logos entsprechend wählen. Das Ganze lasse ich jetzt ein bisschen schneller laufen. Im Original dauert das aber, bei mir zumindest, etwa 6 Minuten. Das heißt, es ist auch vom Aufwand her gar nicht so wild. Als nächstes wollen wir die Setzliste bearbeiten, denn dadurch werden im Prinzip die Mannschaften in der Vorrunde in die einzelnen Gruppen gepackt. Wir sehen also jetzt hier, dass wir im Prinzip mit dem Setup und der Anmeldephase unseres Turniers fertig sind und wir sollen uns jetzt also um die Setzliste kümmern, steht ja hier dann auch drauf. Dazu gehen wir jetzt mal in die Gruppenphase hier rein und wir sehen dann auf der linken Seite sehen wir die Setzliste, Seeding auf Englisch, und wir sehen dann sie hat natürlich 16 Plätze und auf der rechten Seite sehen wir die sich daraus ergebende Gruppenzusammensetzung. Und wir müssen also im Prinzip jetzt hier auf der linken Seite die Teams festlegen in der richtigen Reihenfolge, damit wir das machen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man hier Teams zufällig reinsetzt, aber wir wollen das in dem Fall anders machen. So, wir haben jetzt hier alle 16 Teams und wir sehen, die sind erstmal nach Erzeugungsdatum sortiert. Das drehen wir mal um und zwar so, dass sie in der Reihenfolge sind, wie wir sie angelegt haben. Und wir nehmen jetzt einfach diesen Haken hier und wie wir sehen, mit jedem zusätzlichen Klick belegen wir den nächsten Platz der Setzliste. So, das heißt, wir hätten jetzt mit dieser Aktion schon mal die ersten 4 vergeben. Es geht aber natürlich auch noch ein bisschen einfacher. Wir gehen jetzt wieder mal auf die Add-Funktion drauf. Wir sehen jetzt hier, dass da noch 12 Teams verfügbar sind. Wir sortieren wieder nach der Reihenfolge des Erzeugens und dann gibt es da oben drüber eine Checkbox und dann legen wir die in der angegebenen Reihenfolge alle im Prinzip da rein. Und wenn wir das jetzt bestätigen, dann haben wir das gesamte Feld hier mit den Mannschaften ausgefüllt und brauchen es dann nur noch abzuspeichern, mit OK zu bestätigen und dadurch ist unsere Setzliste für die erste Runde fertig, die Gruppenphase, und wir sehen jetzt hier drüben die sich ergebenden Gruppen, sehen alle sehr schön aus, sind verschiedene Teams drin und jetzt sehen wir hier auf der Matchliste, dass auch tatsächlich dann die entsprechenden Spiele mit den Mannschaftsnamen gefüllt sind. Als nächstes wollen wir den Zeitplan unseres Turniers festlegen. Dazu zeige ich euch mal die Schedule und die Filterfunktion. Fangen wir mit der Filterfunktion an. Wir klappen den Filter mal hier auf. Dann wählen wir die Phase des Turniers, die Gruppenphase in dem Fall und die Runde, in dem Fall 1, und wenden den Filter dann an. Und dann sehen wir die 8 Spiele jetzt hier unten, die in der Runde 1 stattfinden. Und für die legen wir jetzt über die Schedule-Funktion hier einen Termin fest. Und wir nehmen in dem Fall den Freitag
Und zwar um 17 Uhr wollen wir also unser erstes Vorrundenspiel machen, drücken dann hier auf Update und dann haben wir alle diese Sachen dann schon eingetragen, alle diese Termine. Als nächstes wollen wir das gleiche wiederholen für die Gruppe, für die Runde 2 der Vorrunde. Müssen wir wieder dann auf Filter drücken, betätigen dann wieder die Schaltfläche Schedule, haben hier wieder 8 Spiele in der zweiten Runde und diese Spiele sollen dann entsprechend am Freitag um 19 Uhr stattfinden, haben wir also genug Abstand dazwischen, dass die Teams sich ein Wässerchen trinken können zwischen den Spielen. So, das heißt, wir haben auch den zweiten Termin jetzt festgelegt. Dann gehen wir ins dritte Vorrundenspiel rein, wählen also wieder die Vorrunde aus, wählen wieder die Runde aus. Ein bisschen schade, dass man das hier jedes Mal nur einstellen muss. Das wird leider weggeworfen, wenn man den Termin festgelegt hat. Und gehen dann jetzt hier wieder auf den Freitag, den 5. Und das letzte Vorrundenspiel soll um 21 Uhr stattfinden. Und das werden wir dann jetzt hier in das dritte Vorrundenspiel eintragen. So, jetzt haben wir im Prinzip für die gesamte Vorrunde schon die Spieltermine festgelegt. Dann machen wir jetzt weiter, indem wir auch für die Finalrunde die Termine festlegen. Das war jetzt falsch. Wir wollen natürlich den Filter aufmachen. Wir wählen jetzt hier Playoffs, also die Finalrunde, dann Runde 1, sagen jetzt hier wieder filtern, haben wir jetzt natürlich nur noch 4 Spiele, wie wir hier sehen können und legen jetzt hier auch einen Termin für fest und das machen wir an dem darauffolgenden Tag, dem Samstag, dem 6. machen wir das dann, glaube um 18 Uhr, wenn ich mich nicht richtig erinnere, 19 sogar, dann jetzt wieder hier Update und damit haben wir diesen Termin eingetragen und dann machen wir das Ganze noch für das Halbfinale. Das soll auch an dem Samstag stattfinden. Halbfinale ist jetzt hier in unserem Turnierbaum die Runde 2. Können dann da hier wieder filtern und jetzt haben wir da 2 Spiele, gehen auf Schedule und legen die für den Samstag dann um 19 Uhr fest. So, man kann natürlich nicht nur das hier rüber machen über diese Massenänderung, sondern man kann auch jedes Spiel einzeln ändern. Wir machen das jetzt mal, filtern jetzt hier nochmal über einen anderen Filter. Wir suchen uns Spiele raus, die noch nicht geplant sind und da sehen wir jetzt hier, dass das in der letzten Runde der K.O.-Phase ist. Ein bisschen schwierig ist es hier zu identifizieren, welches Spiel das Finale und welches Spiel das Spiel um Platz 3 ist. Deswegen machen wir das hier über diesen Turnierbaum, öffnen da das Spiel und können dann auf der Infoseite bei dem einzelnen Spiel auch einfach einen Termin eintragen. Das machen wir jetzt hier mal für das Spiel um Platz 3, haben wir da, glaube ich, und tragen das jetzt hier ein und das soll eben an dem Sonntag stattfinden und wir legen für dieses Spiel 18 Uhr fest und sagen jetzt hier eintragen, also das Spiel um Platz 3 um 18 Uhr und dann machen wir entsprechend an dem Sonntag das Finalspiel um 20 Uhr, stellen wir auf 20 Uhr ein und da haben wir dann das Finalspiel. Ich kann hier noch weitere Angaben machen, Notizen für das Spiel. Das nutzen wir jetzt in dem Zusammenhang hier nicht, sondern wir haben jetzt hier im Prinzip alles eingetragen, was wir wollten und haben alle Spiele geplant und sehen jetzt hier in der Übersichtsseite, dass wir für alle 32 Spiele im Prinzip dann entsprechend einen Termin eingetragen haben. Als nächstes schauen wir uns an, wie denn dann die Teams ihre Ergebnisse eintragen sollen. Und zwar zunächst den Fall, dass das Team das selbst macht. Dazu gehen wir wieder auf die öffentliche Turnierseite und melden uns jetzt hier, sehen jetzt natürlich hier die Daten von unserem Turnier nochmal, sehen jetzt hier die verschiedenen Etappen und können auch die Matches dann sehen. Die sind ja jetzt natürlich dann auch mit Teams gefüllt, die einzelnen Gruppen. Und in den einzelnen Runden sehen wir die Spiele, jetzt hier in dieser Übersicht. Und wir können dann natürlich aber auch schon den Turnierbaum für das K.O.-Turnier am Ende dann sehen. Da steht natürlich noch nicht fest, wer daran spielt. Wir sehen jetzt hier auch, dass Ergebnisse noch keine vorliegen. Wir sehen jetzt hier die Teilnehmer, alle nochmal schön mit Logo und Namen. Und wir können uns auch die Regeln hier nochmal anschauen. Dann ist natürlich der nächste Schritt, den wir machen. Wir wollen uns mal
ein Ergebnis. Wir wollen mal selber ein Ergebnis für unsere angemeldete Mannschaft eingeben. Dazu müssen wir uns natürlich erstmal da oben wieder mit Login anmelden. Machen wir jetzt hier ein Login, dann sind wir in unserem Account und wir können jetzt hier bei den Spielen sehen, dass da auch Spiele dabei sind, an denen wir teilnehmen, nämlich das erste hier zum Beispiel, 5. September 17 Uhr, da spielt ja die Hafenkneipe. Hier sind wir nicht beteiligt, liegt auch noch kein Ergebnis vor. Bei dem ersten Spiel hingegen gibt es da oben einen Button, der heißt Report, und den kann man benutzen, um das Ergebnis dieses Spiels einzugeben. Ich muss jetzt mal parallel in meine Excel-Tabelle gucken, weil ich die Ergebnisse alle vorher ausgewürfelt habe, und trage dann jetzt hier das Ergebnis ein, was ich vorher ermittelt habe. Das funktioniert so, dass man zunächst hier drüben festlegen kann, wer hat diese Begegnung gewonnen, und dann trage ich noch den Punktestand ein, nämlich wie viele Spiele da sind. Dann könnte man theoretisch noch Screenshots hochladen und eine kleine Notiz dazu schreiben, die dann entsprechend angezeigt werden könnte, und dann melden wir das Ganze und dann schauen wir uns als nächstes an, was jetzt damit passiert ist. Neben der Möglichkeit, dass die Teams ihre Ergebnisse selber eingeben, gibt es aber natürlich auch die Option, dass das der Organisator übernimmt. Dazu geht man hier wieder in diese Übersichtsseite für die Spiele rein, wählt dann ein Spiel aus, für das man das Ergebnis eingeben will. Wir sehen, wir haben schon ein Ergebnis gemeldet durch einen Report, aber wir können das natürlich hier für das zweite Spiel auch selber direkt eingeben. Ich muss hier wieder nachgucken, wie das Ergebnis war, und dann gebe ich das jetzt einfach mal hier ein. Wir können jetzt hier einfach über diese Schaltflächen festlegen, welches Team in welchem Spiel gewonnen hat. Jetzt hat hier das Team Detonators das erste Spiel gewonnen, Bored to Death hat das zweite Spiel gewonnen und das dritte Spiel. Und mehr muss man eigentlich nicht machen. Wir können dann hier gleich aktualisieren und wir sehen, dass dann entsprechend hier das Ergebnis eingetragen wird. 2:1 für Bored to Death. Und wir sehen jetzt auch in der Gruppenanzeige, dass entsprechend unsere Einstellungen für diese Spiele Punkte vergeben worden sind. Der Hafenkneipe hat 3, Bored to Death hat 3. Die Detonators haben ein Spiel gewonnen, haben dadurch einen Punkt. Wir sehen das Ganze jetzt auch hier nochmal im Detail, sehen die einzelnen Spielpaarungen und die Tabelle und können jetzt hier auch zum Beispiel nochmal filtern, zum Beispiel nach der Reihenfolge der Spiele, und haben dann jetzt hier unten die Spiele in der Reihenfolge, wie sie stattfinden, und haben dann hier weitere Spiele, für die ein Ergebnis eingetragen werden muss. Wir können auch die Sortierreihenfolge wieder zurücksetzen auf die ursprüngliche Reihenfolge, und dann haben wir wieder die Reihenfolge, die sich aus der Turnierstruktur ergibt. Als nächstes brauchen wir natürlich die Ergebnisse der gesamten Vorrunde, und in dem Fall werde ich wieder das Ganze im Schnelldurchgang mal laufen lassen. Die Gesamtdauer dieses Vorgangs hat jetzt bei mir 6 Minuten gedauert. Man muss natürlich dazu sagen, ich hatte vorher alle Ergebnisse ausgewürfelt. Ich habe die alle in einer Excel-Tabelle stehen gehabt, die jetzt hier quasi daneben liegt, und ich brauche die Ergebnisse jetzt hier nur noch einzugeben. Und dementsprechend geht das natürlich recht zügig. Ich mache das auch alles hintereinander. Also die Spiele haben ja in der Realität auch nie stattgefunden. Aber insgesamt ist das natürlich recht schnell zu erledigen. 6 Minuten, selbst wenn man jetzt nicht so viel Übung hat. Ich habe das natürlich schon ein paar Mal gemacht. Dauert das trotzdem nicht sehr lange. Und es besteht natürlich immer die Option, dass die Mannschaften, die sich über die Registrierung online für ein Turnier angemeldet haben, ihre Ergebnisse selber eingeben. Man kann, das können beide Teams machen. Das ist also nicht Voraussetzung, dass es ein bestimmtes Team sein muss. Beide Teams können das Ergebnis eingeben. Sie können es auch beide zusammen eingeben. Wenn dann das Ergebnis des einen Teams vom anderen abweicht, dann gibt es etwas, das sich Dispute nennt. Da muss dann die Turnierleitung sich die Meldung quasi anschauen und muss letztendlich entscheiden, wie das tatsächliche Resultat war. Auch solche Fälle hat es ja gegeben schon in der Vergangenheit, dass man sich da einfach mal vertippt hat, und das ist dann nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Es wird auch immer jedes Team darüber benachrichtigt, wenn ein neues Ergebnis für ein Gefecht vorliegt. Das ist natürlich da immer die Voraussetzung dafür ist natürlich immer, dass das Team sich über die Registrierung
am Turnier angemeldet hat und nicht der Organisator das gemacht hat für das Team. Und dann kriegt man auch entsprechend immer E-Mails oder Benachrichtigungen in der Tournament-Spielersoftware, wo man sehen kann, dann, wenn Ergebnisse eingetragen worden sind, und man kann sich das dann entsprechend anschauen und überprüfen, ob das stimmt. Die nächste Aufgabe des Organisators ist es jetzt, die entsprechenden Ergebnisse zu validieren, das heißt zu bestätigen, dass das alles stimmt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass diese Mannschaften dann in die nächste Phase des Turniers eintreten können. Das heißt, wir schauen uns jetzt hier mal die Tabelle nach der Vorrunde an, gucken auf die Ergebnisse, ob das alles plausibel ist, und wenn wir da keine Fehler festgestellt haben, drücken wir hier auf Validate, und damit wird diese Gruppe 1 quasi geschlossen und wir haben die Möglichkeit, die Mannschaften in die nächste Gruppe reinzumachen. Das gleiche muss man natürlich für alle 4 Gruppen machen. Wir überprüfen jetzt hier Gruppe 2 und sagen, hier sieht man auch die Ergebnisse oben drüber, was da genau angezeigt wird. Wir haben Punkte, Siege, Unentschieden, Niederlagen und dann Aufgaben, Spiele gewonnen, Spiele verloren, die Differenz und die Punktzahl. Und wir können jetzt auch dieses Ergebnis dann hier validieren, machen das gleiche dann auch nochmal für die Gruppe 3. Geht da jetzt nicht nochmal überall durch. Und dann das letzte Mal für die Gruppe 4 dann nochmal und mache auch hier die Validierung. So, das ist im Prinzip alles, und damit wären wir im Prinzip bereit dafür, für die Mannschaften in die K.O.-Phase zu platzieren. Das ist also der nächste Schritt, und wir gehen jetzt aktuell in der Übersichtsseite und schauen uns hier nochmal um. Sehen also jetzt, dass das Turnier läuft. Wir können hier nochmal einen Blick auf die Struktur werfen und sehen, dass Gruppe 1 jetzt die Gruppenphase abgeschlossen ist, und wir gehen jetzt in die Platzierung für die K.O.-Phase, die Playoffs, rein und sehen jetzt hier, dass der Baum erstmal noch leer ist. Das heißt, wir müssen jetzt wie in der ersten Phase natürlich auch die Teams platzieren. Wie machen wir das am einfachsten? Wir nehmen erstmal die Teams aus der Gruppenphase. Das heißt, wir sehen jetzt hier die ausgehenden Teams aus der Gruppenphase. Dann wählen wir hier jetzt den Rang in der Phase und hatten ja im Prinzip mehr oder weniger durch die Ausschreibung festgelegt, dass die ersten 8 Mannschaften aus der Gruppenphase, also die 2 besten aus jeder Gruppe, weiterkommen. Und das passiert automatisch, wenn wir hier die ersten 8 nach Rang nehmen. Hier haben wir dann auch das entsprechend platziert und sehen auch, dass die Mannschaften, die wir am Anfang in der Setzliste hatten, jetzt auch immer noch weit auseinander liegen, sodass die möglichst spät im Turnierbahn aufeinandertreffen. Wir speichern das Ganze ab und haben damit im Prinzip alles gemacht, um in die Playoff-Phase zu starten. Wir können uns jetzt dann hier nochmal den resultierenden Baum anschauen und sehen dann hier auch schon Finale, Halbfinale, Finale, Spiel um Platz 3. Als nächstes müssen wir natürlich die Ergebnisse dann der K.O.-Runde eingeben. Wir machen das hier direkt im Turnierbaum und diesmal beschleunige ich das nicht, denn es dauert tatsächlich nur 2 Minuten 30. Wir geben die Ergebnisse jetzt also alle immer als Organisator an. Ich habe sie natürlich vorher ausgewürfelt und lese das jetzt hier nur von meiner vorbereiteten Tabelle ab. Wir gehen im Prinzip jetzt in den Viertelfinals in jedes Spiel, markieren, welches Team welches Spiel gewonnen hat, und das Ergebnis wird dann automatisch berechnet. Im Prinzip braucht man jetzt hier in der K.O.-Phase auch gar keine Punktewertung mehr. Deswegen kann man da auch gar nichts einstellen. Hier ist natürlich immer nur die siegreiche Mannschaft dann, die weiterkommt. Und wir stellen das Ergebnis jetzt hier für alle Flotten ein, die wir jetzt noch hier im Turnier haben, sind jetzt im Prinzip dann mit dem Ergebnis jetzt hier schon durch. Ich glaube, das, was am meisten Zeit gekostet hat, ist immer die richtige Zeile in der Tabelle zu finden, wo ich die Ergebnisse vorbereitet habe. Wir sind jetzt hier dann schon im Halbfinale, Viertelfinale ist durch. Wir sehen dann auch, dass sich automatisch dann die nächste Stufe schon füllt mit den Teams. Das sehen wir jetzt zum Beispiel hier ganz schön. Die ist dann automatisch im Finale, die Hafenkneipe. Bei dem anderen Spiel wird die Weiberflotte Usedom gewinnen, und da gehen wir jetzt hier dann an Nebelwand gewinnt das erste Spiel und dann Waifu Spiel 2 und 3, und damit stehen die
Spiele Finale und Spiel um Platz 3 fest und wir tragen die Ergebnisse dann entsprechend im Zeitplan ein, also erst dann hier Nebelwand. Wir haben jetzt hier einen anderen Spielmodus gewählt. Wir hatten jetzt hier Best of 5 und wir sehen, dass wir dann auch 5 Spiele hier haben, die wir dann auswählen müssen und wir geben jetzt hier das Ergebnis an. Nach einem guten Start für Nebelwand ist es dann letztendlich aber, haben die Pandas gewonnen und hier auf der anderen Seite sieht es leider ähnlich aus. Da konnte auch die Hafenkneipe nur einen Achtungssieg erringen und hat allerdings deutlich dann doch gegen die Weiberflotte gewonnen, die somit Turniersieger geworden ist. So, wir gehen jetzt noch mal in die Übersicht dann rein und schauen mal, wie sich das da darstellt. Wir sehen, dass unser Turnier durch ist. Wir haben keine offenen Spiele mehr. Alle 32 Spiele sind gemacht worden. Sowohl die Gruppenphase als auch die Playoff-Phase ist abgeschlossen. Die letzte Aufgabe für uns als Organisatoren ist es dann, den Endstand einzugeben. Das macht man hier mit Final Standing. Und da ist es im Prinzip dem Veranstalter überlassen, wie viele Plätze er dann jetzt hier angibt. Wir machen das mal für die ersten 3. Rang 1 geht also an die Weiberflotte Usedom. Dann können wir noch Rang 2 hinzufügen. Das war die Hafenkneipe. Und als letztes hätten wir noch die Bronzemedaille zu vergeben an die Panda Marines. Und damit haben wir unser Endergebnis und müssen das hier nur noch abspeichern. Wenn wir jetzt auf die Übersichtsseite gehen, sehen wir, dass das im Prinzip dann auch hier angezeigt wird. Und als nächstes schauen wir uns an, wie dieses Spiel jetzt auf der öffentlichen Turnierseite aussieht. Dazu öffnen wir aus der Übersicht wieder die Turnierseite, hier Public Page, und schauen uns jetzt hier mal so ein bisschen um. Wir sehen also jetzt hier drüben das finale Ergebnis. Wir können dann auf eine Mannschaft dort klicken und sehen, wie die im Turnierverlauf abgeschnitten haben. Wir können hier nochmal die ganzen Daten des Turniers sehen. Wir sehen die einzelnen Etappen oder Stages des Turniers, hier jetzt die Endrunde, aber auch die Gruppenphase sehen wir mit allen Tabellen. Wir können auch die einzelnen Runden aufrufen und die Spiele darin für jede Gruppe können wir dann hier anzeigen lassen. Es gibt natürlich auch eine Gesamtübersicht aller Spiele, die hier dann jeweils mit Ergebnis dann drinstehen und schön alle mit dem Flottenlogo, das wir hochgeladen haben. Wir sehen hier nochmal eine Übersichtsseite über alle teilnehmenden Mannschaften. Auch da kann man eine Mannschaft aufrufen und sieht die Ergebnisse dieser Mannschaft im Turnierverlauf. Kann da also ganz gut sehen, wie so eine Mannschaft abgeschnitten hat. Man sieht hier theoretisch auch die Aufstellung dieser Mannschaft und kann sich dann anschauen, wer für die Mannschaft gespielt hat. Und auch die ganzen anderen Seiten sind noch verfügbar. Wir sehen hier jetzt nochmal alle Nachrichten. Da sieht man also, dass alle eingegebenen Resultate dann hier nochmal an das Team gemeldet worden sind. Und man hat eine super Übersicht, was im Turnier passiert ist. Ja, das war es eigentlich auch schon und wir sind am Ende und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Wir haben jetzt noch keine 60 Minuten gebraucht und ich glaube, ich habe insgesamt jetzt 10 Minuten weggelassen bzw. beschleunigt ablaufen lassen, weil das einfach zu langweilig gewesen wäre. Aber ihr seht, glaube ich, ganz gut, wie einfach und wie schnell man das jetzt hier machen kann. Man muss natürlich dazu sagen, ich mache das nicht zum ersten Mal und von daher habe ich natürlich da ein bisschen Tempo und auch an einigen Sachen mich einfach jetzt hier sehr schnell bewegt, weil ich natürlich genau wusste, wo ich hin will. Wenn ihr das jetzt in der Schnelle alles gar nicht so mitbekommen habt, ist natürlich einfach für euch, denn ihr könnt wieder zurückspringen und könnt euch das nochmal in Ruhe anschauen oder auch verlangsamt anschauen und seht dann genau, was da passiert ist. Aber ich glaube, man kann ganz gut erkennen, dass es relativ einfach ist, ein Turnier zu organisieren, wenn man so eine Turnierplanungssoftware einsetzt. Wenn ihr euch das Demo-Turnier nochmal in aller Ruhe anschauen wollt, zumindest die öffentliche Seite dazu, dann habt ihr hier natürlich den Link und über den QR-Code dort könnt ihr die Seite auch direkt aufrufen. Es gab übrigens auch einen QR-Code auf der Seite für die Software-Tournament an sich. Man muss dazu sagen, wenn ihr mit Tournament schon mal gearbeitet habt, es gibt 2 verschiedene Bereiche. Es gibt den Spielerbereich und es gibt den Organisatorenbereich. Und
und die Logins für diese beiden Bereiche sind getrennt. Das heißt, wenn ihr einen Spieler-Login habt, könnt ihr dann nicht euch im Organisatorenbereich anmelden, sondern ihr müsst dort einen zweiten Account anlegen. Der darf aber durchaus die gleiche E-Mail-Adresse haben wie der Spieler-Account. Man muss halt nur wissen, dass das zwei verschiedene Accounts sind. Gut, das war's eigentlich und ich hoffe, ihr habt gesehen, wie schön das funktioniert und wie gut dann hinterher letztendlich auch die Darstellung ist. Das ist ja auch immer wichtig, dass man das professionell dann auch nach außen darstellt, denn damit kann man natürlich Werbung für seine Veranstaltung machen und unter Umständen dann auch neue Teams für seine Veranstaltung gewinnen. Und wenn ihr jetzt noch Sachen wissen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare unter dem Video schreiben. Es wird wahrscheinlich nicht das letzte Video sein, das ich zur Tournament und zur Turnierplanung im Allgemeinen mache. Ich werde als nächstes wahrscheinlich ein Video darüber machen, wie man als Spieler Tournament benutzen kann, wie also so das Erstellen von Mannschaften und das Hinzufügen von Spielern funktioniert und vielleicht auch nochmal auf die Details eingehen, die es in Tournament dann so gibt, für die verschiedenen Möglichkeiten, so eine Struktur eines Turniers abbilden zu können. Ja, für heute war es das und ich freue mich, wenn ihr Fragen habt, dann die gegebenenfalls in den Kommentaren zu beantworten. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis bald.